Wow, was für ein magischer Ort. Wir sind hier an einem relativ unbekannten, aber sehr coolen Spot angekommen. Nämlich in den Wäldern von Pandora. Leider kann man die nur mit einem Guide besichtigen, was aber eigentlich gar nicht so schlimm war, denn wir hatten einen gemütlichen Vormittag in einer lustigen Gruppe voller Kolumbianer. Rund 3,5 Stunden sind wir durch den Schlamm gestampft. Zum Glück haben die Gummistiefel verteilt, weil mit den Wanderschuhen wäre das ein Desaster gewesen. Ja, und zur Vorbereitung haben wir am Vorabend den zweiten Teil von Avatar geschaut, um so richtig ins Avatar-Feeling zu kommen. Und ja, es fühlte sich wirklich ein wenig an wie im Pandora Forest. Die grün bewachsenen vertikalen Hügel sind wirklich beeindruckend. Die Fahrt hierhin war übrigens ein ziemliches Spektakel. Zuerst wurden wir gestoppt von einem Lastwagen mit Bagger, der seinen Anhänger halb verloren hatte auf der Straße, aber souverän wieder gerettet hat. Eine Stunde später nächstes Problem, in dem die Straße weggerutscht ist. Aber auch das haben die Jungs relativ zackig wieder geflickt und Whaley musste dann beweisen, dass auch er da rüberkam. Ziemlich nervenaufreibend und abenteuerlich, aber das sind die Straßen von Kolumbien, insbesondere in der Regensaison. Jetzt geht es für uns weiter nach Florian zum nächsten Naturspektakel. Keine 70 Kilometer, Google Maps sagt 3 Stunden an. Für uns heißt das mindestens 4 bis 5. Aber ja, wir nehmen es gemütlich wie immer und hoffen, dass der Weg zurück ein bisschen smoother wird als die Hinfahrt. Ja, und es ist übrigens ziemlich frisch hier auf 2600 Meter, aber der erste Tag, wo endlich mal freie Sicht herrscht und kein Nebel ist. Aber hat wahrscheinlich auch seinen Grund, weshalb die Pandora-Wälder so bewachsen sind. Nur von Sonnenschein kommt diese Vegetation nicht. Hier sind wir. Knapp 6 Stunden haben wir gebraucht für die 70 Kilometer. Okay, es waren auch Einkaufen mit dabei und eine Dreiviertelstunde warten, weil eine weggeschwemmte Straße zuerst repariert werden musste. Aber wir sind angekommen in Florian, einem kleinen Kaff irgendwo im Nirgendwo. Aber es hat eine wirklich coole Attraktion hier und das ist das Ventana de Tizisoque. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ein Naturspektakel, wo wir heute zu Besuch waren. Außer uns ein einziger Tourist dort. Eintritt zahlt man keinen und das für ein solches Naturwunder. Unglaublich. Das ist Kolumbien. Ja, und das ist der Tukan, der uns hier bei unserem Platz begleitet. Was übrigens aussieht wie ein Wanderweg, sind wir gestern mit Whaley gefahren.
Nach 3 gemütlichen Tagen hier in der Natur geht's jetzt weiter in ein ganz anderes Abenteuer. Ja, es erwartet uns nämlich Großstadt-Feeling pur. Wir haben einiges zu erledigen, insbesondere an Whaley. Der braucht endlich mal ein bisschen Liebe und Zuneigung. Ja, wir fahren rein nach Bogota und werden Whaley waschen, schmieren, Filter organisieren, Ölwechsel machen und es gibt neue Reifen. Also nichts wie los. Es wird definitiv nie langweilig auf Kolumbiens Nebenstraßen. War ein cooler Weg, aber ich verstehe jetzt auch, wieso dass in Florian nicht so viele Touristen vor Ort sind. Weil der Weg ist doch ziemlich abenteuerlich und sehr schmal, also lastwagentauglich. Naja, aber es ging, bis hierher sind wir gekommen und mittendrin haben wir noch 2 riesige, schöne Früchte geschenkt bekommen. Keine Ahnung mehr, wie die heißen, habe ich schon wieder vergessen. Manchmal bin ich ein bisschen ein Spatzenhähn, aber wir werden es noch rausfinden. Cooles Erlebnis, einmal mehr. Vámonos! Heute ist Whaleys großer Tag. Ja, der Tag, an dem wir hoffentlich die Reifen wechseln können. Wir haben die Reifen online bestellt bei einem Reifenhändler hier in Bogota, haben schon 3/4 anbezahlt und ja, heute können wir den Restbetrag bezahlen und dann hoffentlich gleich im Anschluss zur Montage. Fingers crossed, dass das alles klappt. Also das scheint hier wirklich alles reibungslos zu laufen. Wir haben rund eine Stunde gewartet, weil die Reifen irgendwie hierher transportiert werden mussten. Wir sind rund 20 Kilometer Entfernung von dem Reifenhändler. Wir hatten leider keinen Platz in Whaley, daher haben sie einen Transport organisiert, hat einwandfrei funktioniert und hier sind wir nun. Die Spur wird neu eingestellt, danach die Reifen gewechselt und that's it. Eine Sache von einem halben Tag und dann ist das Ganze erledigt. Und Whaley hat neue Reifen. Juhu. Seit über einer Woche stehen wir nun hier in Bogota. Eigentlich ziemlich untypisch für uns, weil normalerweise meiden wir Großstädte. Daher sind wir nun hier in diesem wunderschönen Hundepark. Parkiert seit einer Woche, problemlos dürfen wir hier stehen und campieren, was sehr praktisch ist. Es ist ca. 30 Minuten außerhalb des Zentrums. Wir lassen Whaley hier den ganzen Tag stehen und auch nachts, wenn wir unterwegs sind, und gehen mit dem Transmilenio, öffentlichen Verkehrsmittel, rein und wieder raus. Für eine 8-Millionen-Stadt, muss ich sagen, gefällt uns Bogota eigentlich ziemlich gut. Es gibt viel zu sehen, es gibt einiges, was man machen kann und langweilig wird es, glaube ich, in dieser Großstadt hier nie. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, weshalb wir hier sind. Nicht nur der Unterhalt an Whaley hat uns hierher gezogen, sondern auch Freunde aus der Schweiz, die heute in ein paar Stunden ankommen und uns 3 Wochen lang besuchen. Also es erwartet uns ein dichtes Programm die nächsten Wochen. Wir werden gemeinsam die Café-Region besichtigen und die Tatacoa-Wüste. Vielleicht noch einen Abstecher ans Meer machen. Keine Ahnung, wir werden mal schauen, wo es uns hintreibt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein bisschen Heimatgefühle von zu Hause und wieder mal Schweizerdeutsch zu sprechen.
Nach über einer Woche in Bogotá sind wir heute wieder unterwegs, raus aus der Stadt. Wir hatten eine tolle Zeit hier, erstaunlich gute Zeit in einer Großstadt. Es ist jetzt nicht die schönste Stadt, die wir bisher gesehen haben, aber irgendwie hat das Ganze ein gemütliches Flair und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Trotzdem sind wir froh, dass wir jetzt wieder in die Natur können, weil der Smog hier in einer 8-Millionen-Stadt ist doch ziemlich mühsam. Also die Augen brennen, der Hals kratzt ein bisschen und wir freuen uns auf schöne, pure Naturluft. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Wir fahren nämlich in die Tatacoa-Wüste. Das sind, glaube ich, etwa 350 Kilometer, was in Kolumbien eine ziemliche Reise ist. Dahin gehen wir jetzt gemeinsam mit unseren Freunden, die dann morgen mit dem Bus nachkommen. Wir freuen uns auf neue Erlebnisse. Wir sind gestern gut in der Wüste angekommen. Hier auf einem Campingplatz haben wir ein gemütliches Grundstück, wo wir uns eingenistet haben, während unsere Freunde ein Bungalow gemietet haben. Jetzt geht's ab in die Wüste. Es gibt 2 Teile, die rote Wüste und die graue Wüste. Heute geht es zuerst einmal in die rote Wüste, welche auch die spektakulärere ist. Und ich hoffe, es wird nicht allzu heiß werden. Heute geht es in Runde 2 und zwar in die graue Wüste. Da es uns zu heiß ist, haben wir ein Tuk-Tuk organisiert, das uns zu 4 in die Wüste bringt und wir dann dort ein bisschen rumlaufen können und das Ganze erkunden. Wie wir es schaffen, zu 4 in das Tuk-Tuk zu kommen, keine Ahnung. Mal schauen. Der Amigo meint, kein Problem, aber... Das sagen sie immer.